Dein iPhone hält nicht mehr den ganzen Tag durch und muss ständig geladen werden. Ein Austausch des Akkus bringt dir wieder die gewohnte Leistung. Wie du den Akku austauschen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Die Reparatur ist leicht und du solltest ungefähr eine halbe Stunde dafür einplanen. Folgendes Werkzeug benötigst du: einen Pentalob-Schraubendreher, einen Philips-Schraubendreher, ein Hartplastikplektrum, einen Saugnapf, einen Stahlspatel, eine Pinzette und einen Spatscher. Außerdem benötigst du noch einen Heißluftföhn, da das Display so stark verklebt ist. Die genannten Werkzeuge findest du zusammen mit dem Ersatzteil in unserem Akkuset. Solltest du bei der Reparatur an einem Schritt nicht weiterkommen, benutze die bebilderte Anleitung auf unserer Internetseite. Dort findest du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalob-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich erwärme jetzt das Gerät mit der Heißluft, damit dann sich der Klebstoff einfacher lösen lässt und ich das Display einfacher öffnen kann. Als nächstes setze ich den Saugnapf am unteren Ende des Displays an, ziehe an diesen und drücke gleichzeitig mit einem Plektrum das Gehäuse herunter und versuche das Plektrum zwischen Display und Gehäuse zu führen. Mit einer kleinen Hebelbewegung versuche ich dann schrittweise das Display vom Gehäuse zu lösen. Notfalls nehme ich mir mehrere Plektren zur Hand, die ich dann unterklemme und mit einem zweiten weiterarbeite. Auf jeden Fall führe ich das Plektrum am gesamten Rand entlang und wenn ich das Display dann langsam anheben kann, klappe ich es nach links auf. Hier oben ist es noch weiter eingeklebt und eingehakt, da nochmal etwas lösen und jetzt habe ich das Gerät geöffnet. Ganz wichtig, an dieser Stelle sind die Anschlusskabel des Displays versteckt. Wenn ich das Display zu weit umklappe oder daran zu stark ziehe, zerstöre ich diese Anschlusskabel. Um Schäden durch Kurzschlüsse zu vermeiden, trenne ich als erstes den Akku. Dafür muss ich zuerst die beiden Schrauben und das Blech über den Kontakt entfernen. Nach den beiden Schrauben entferne ich mit der Pinzette die Abdeckung. Danach trenne ich den Kontakt des Akkus vorsichtig mit dem Spatscher von der Platine. Ich entferne jetzt die 5 Schrauben und das Abdeckblech, die über den Anschlüssen des Displays liegen. Dabei ist ganz wichtig, dass ich die Schrauben richtig sortiere, da ich das Logic Board bei einem Rückbau durch das Vertauschen der Schrauben beschädigen könnte. Es können Schäden wie ein Bluescreen oder der Ausfall der Hintergrundbeleuchtung entstehen. Als nächstes entferne ich das Blech. Ich trenne jetzt die Kontakte in folgender Reihenfolge. Zuerst für die Frontkamera und Hörmuschel, dann für Display und Touchscreen und zuletzt den Kontakt für den Home-Button und die Touch-ID. Um den Akku zu entfernen, müssen diese 3 Klebestreifen entfernt werden und da ist es hilfreich, zuerst die Taptic Engine zu entfernen. Die ist aber, beziehungsweise deren Kontakt ist unter diesem Blech versteckt, also muss auch das Blech entfernt werden. Das Blech über dem Anschluss der Taptic Engine ist mit 3 Schrauben gesichert, diese entferne ich jetzt. Sind die 3 Schrauben gelöst, kann ich das Blech entfernen. Jetzt liegt der Kontakt der Taptic Engine frei und ich kann diesen vorsichtig mit dem Spatscher lösen. Jetzt müssen noch die beiden Schrauben gelöst werden, die die Taptic Engine fixieren. Danach hebe ich die Taptic Engine mit der Pinzette aus dem Gerät. Zunächst müssen die 3 Endlaschen der Klebestreifen vom Akku gelöst werden, damit ich jeden einzelnen Streifen ziehen kann. Dafür gehe ich ein bisschen mit der Pinzette unter die Lasche und versuche den Anfang in die Finger zu bekommen. Danach kann ich den Klebestreifen in einem flachen Winkel aus dem Gerät ziehen. Das ist auch der Grund, warum ich Taptic Engine und das Abdeckblech entfernt habe. Die Klebestreifen können nämlich relativ schnell reißen. Das war der erste, jetzt folgt der zweite. Falls insgesamt ein Streifen irgendwann reißen sollte und man kann ihn nicht mehr ziehen, ist das auch nicht so schlimm. Man kann den Akku dann auch vorsichtig aus dem Gehäuse hebeln. So, ich will jetzt den dritten Klebestreifen lösen und
Hier ist es nochmal zusätzlich wichtig, das ganze Gerät festzuhalten, weil das sonst über den Tisch fliegt. Der hier ist auch am schwierigsten, weil die Kopfhörerbuchse gleich da liegt. Das heißt, ich kann nicht in einem ganz flachen Winkel ziehen, aber es funktioniert trotzdem. Nicht so schnell ziehen, dann reißen die auch nicht so schnell. Jetzt ist der Akku lose und ich kann diesen aus dem Gehäuse entfernen. Hier habe ich jetzt den neuen Akku samt neuer Klebestreifen, da der Akku auf jeden Fall wieder im Gehäuse verklebt werden muss. Und damit er in das Gehäuse eingesetzt werden kann, muss er natürlich entsprechend vorbereitet werden. Ich nehme also den Akku und lege ihn mir auf die obere Seite, so dass ich die Rückseite vor mir habe. Dann nehme ich die Klebestreifen und ziehe die erste Trägerfolie ab. Dann klebe ich diese so auf, dass die Laschen am Rand des Akkus überstehen und relativ mittig sitzen. Ja, also den Klebestreifen dann schön andrücken, den Akku dann umdrehen und die Schutzfolie von den 3 Laschen abziehen und diese dann einfach mit Hilfe der roten Schutzfolie umklappen und ankleben. Danach den Akku noch einmal wenden und die Schutzfolie abziehen. Jetzt ist der Akku vorbereitet und kann ins Gehäuse eingeklebt werden. Zur Positionierung, da hilft jetzt der Anschluss des Akkus. Akku auf der Seite einfach ein bisschen reinlegen und dann vorsichtig ins Gehäuse fallen lassen und noch einmal alles ankleben. Um das Gerät dann zusammenzubauen, setze ich zuerst die Taptic Engine wieder ein. Die kommt hier in die untere Position und muss dann mit den beiden Schrauben wieder fixiert werden. Danach verbinde ich die Taptic Engine wieder. Als nächstes bringe ich die Abdeckung des Kontakts für die Taptic Engine wieder an, positioniere diese auf den Öffnungen, auf den Gewinden für die Schrauben und setze dann eine Schraube nach der anderen an. Beachtet dabei, dass die Schrauben unterschiedlich lang sind. Ich bringe jetzt die Display-Kontakte wieder an und beginne mit dem Kontakt für den Home-Button, schließe dann für Display und Touchscreen wieder an und zuletzt den für Hörmuschel und Frontkamera. Als nächstes bringe ich die Abdeckung für die Display-Kontakte wieder an. Die lege ich mir hier auf und halte sie mit einem Finger fest und fixiere diese dann. Wie schon eingangs erwähnt, dürfen die Schrauben nicht vertauscht werden, da sonst die Platine beschädigt wird. Als nächstes bringe ich den Akkukontakt wieder an. Diesen drücke ich vorsichtig mit dem Finger in die Buchse. Zum kleinen Knackgeräusch rastet der dann ein. Dann kann ich die Abdeckung wieder auflegen. Natürlich so, dass die über den Gewinden liegt. Und dann nach und nach die beiden Schrauben wieder ansetzen, um das Ganze zu fixieren. Jetzt ist alles verschraubt und ich kann das Gerät wieder schließen. Zuerst das Display etwas runterklappen, dann an der Oberseite des Gerätes einhaken. Und dann das gesamte Display runterklappen und die restlichen Nasen einhaken lassen. Nochmal alles andrücken und dann ist das Gerät geschlossen. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch nicht weiterkommen, kontaktiere mich über iDock.eu, ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du schon einige Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir doch die Videos mal an oder besuche uns auf Facebook.